Hallo, heute ist Samstag, der 14. November 2020. Willkommen zum letzten Teil meiner kleinen Videoreihe, in der ich versuche, die Hintergründe hinter der toxischen Maskulinität zu analysieren, wobei analysieren jetzt ganz schön hochgestochen klingt. Es ist eher so eine Art Selbstanalyse am eigenen Beispiel. Und heute tauchen wir final in die Untiefen der Gefühlswelt hinab. Boah, weil das, was in den vorherigen Teilen, so was ich da so beschrieben habe, das verursacht bei den Menschen, die das erlebt haben, nämlich jede Menge aus. Und zwar nicht nur positive Dinge. Weshalb ich heute eine dicke, fette Triggerwarnung aussprechen möchte, und zwar wirklich für alles Mögliche, wieder emotionale Misshandlung, aber auch selbstverletzendes Verhalten, Depression, Gewalt, Essstörung und Süchte, Dunkelheit, also wirklich alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, und schaut also bitte wirklich nur dann weiter, wenn ihr euch diese Themen auch tatsächlich zutraut. Im letzten Videoteil habe ich ja im weitesten Sinne von der Kindheit gesprochen, wie so das Elternhaus oder das soziale Umfeld allgemein war, dass also die Kinder, die später so in die Richtung toxische Maskulinität abgleiten, dass die nicht als das gesehen wurden, was sie waren, sondern nur als das, was die Eltern oder das soziale Umfeld halt in ihnen sehen wollte. Sie hatten also überhaupt nicht die Möglichkeit, ihr wahres Selbst so richtig zu entwickeln. Und in den Kommentaren der letzten Videos hat eine Person kommentiert, dass das ja eigentlich noch relativ unspezifisch klingt und nicht jede Person, die so eine Kindheit erlebt hat, entwickelt später ja auch eine Denkweise oder eine Überzeugung aus dem Reich der toxischen Maskulinität. Und das ist vollkommen richtig. Das liegt daran, dass das praktisch, was ich bisher so beschrieben habe, das war praktisch nur so ein Grundrezept, in das später noch mehr Zutaten hineinkommen, und abhängig von diesen Spezialzutaten kommt am Ende halt auch ein anderes Ergebnis heraus. Heute möchte ich beginnen mit genau so einer Spezialzutat, von der ich persönlich denke, dass sie recht spezifisch ist für Menschen, die später Denkmuster aus dem Reich der toxischen Maskulinität entwickeln. Und zwar, ich habe im letzten Video ja auch schon angesprochen, dass manche Menschen Schwierigkeiten haben, ihre eigene Kindheit oder Vergangenheit als irgendwie missbräuchlich zu identifizieren. Das ist auch gar nicht ungewöhnlich, weil emotionaler Missbrauch ist insgesamt sehr schwer zu identifizieren. Aber es gibt eben manche Kinder, die sind weit davon entfernt, irgendeinen Missbrauch zu wittern. Die sind am genau anderen Ende des Extrems, die sind dabei, ihre Eltern zu idealisieren. Das passiert nämlich dann, wenn diese Kinder vor der Autorität der Eltern schlicht und ergreifend kapituliert haben, weil diese Autorität zu stark und zu streng, zu strafend war, oder vielleicht auch das Selbst des Kindes noch viel zu unterentwickelt war, um dagegen irgendwie eine Gegenwehr aufzubauen. Das heißt, die Kinder fügen sich schlicht und ergreifend diesem Regime, in dem ja jedes Ausscheren sofort bestraft wird. Eigentlich sind die Eltern ja gleichzeitig die Aggressoren, die den Kindern das Leben schwer machen, aber auch idealisierte Heilsfiguren. Das widerspricht sich ja eigentlich gegeneinander. Wie kann denn das gleichzeitig stehen bleiben? Antwort: gar nicht, weil die Idealisierung schlägt den Aggressor und die Eltern werden nur noch als das angesehen, als idealisierte Heilsfiguren. Und ihr Verhalten wird dann auch uminterpretiert. Also die Kinder finden das überhaupt nicht mehr als eine Unterdrückung oder als einen Missbrauch, den sie da erleben, sondern als völlig weise und korrekte Handlung. Sie finden sogar Gründe dafür, dass das für sie positiv gewesen ist und dass sie es vielleicht selbst auch so machen würden. Also ein Stück weit identifizieren sie sich mit den Handlungen der Eltern, weswegen dieser Abwehrmechanismus auch die Identifikation mit dem Aggressor genannt wird. Das hat halt einmal den Vorteil, dass die Strafen und die Dominanz der Eltern nicht mehr als so schlimm wahrgenommen werden, weil sie folgen ja lediglich einer natürlichen Ordnung, die das Kind ja auch akzeptiert hat für sich. Die Eltern werden dabei jederzeit unterstützt und verteidigt. Also man braucht gar nicht versuchen, da die Eltern irgendwie zu kritisieren oder ihr Handeln in Frage zu stellen. Die Kinder stellen sich da schützend vor ihre Eltern und finden da auch jede Menge Erklärungen und Ausreden, warum das Handeln der Eltern völlig korrekt gewesen ist. Sie würden sogar
verleugnen, dass ihnen überhaupt irgendwie Unrecht angetan wurde. Also verleugnen wäre sogar das falsche Wort. Sie sehen überhaupt nicht, dass sie überhaupt noch unterdrückt werden oder ihr eigenes Unglück, wenn sie sich irgendwie unglücklich fühlen, das wird halt runtergespielt oder relativiert mit so Sätzen wie, naja, und wir sind auch nicht dran gestorben. Diesen Satz habe ich schon sehr oft gehört und auch gesagt. Also generell neige ich dazu, Autoritäten mehr Fähigkeiten zuzuschreiben, als sie tatsächlich haben. Und andersrum Menschen, die so auf meiner Stufe sind, denen neige ich eher weniger Dinge zuzutrauen, als sie können, weil das ist nämlich so die Kehrseite dieser ganzen Medaille. Es macht halt den Weg frei zu einem Denken in Rangfolgen, bei dem gute Menschen oben stehen dürfen und böse oder schlechte Menschen unten. Wenn nämlich die guten Eltern das schlechte oder das böse Kind strafen dürfen und damit Recht haben, dann darf ja auch der gute Erwachsene andere böse oder schlechte Erwachsene strafen. Ich weiß, das hört sich jetzt schon nach einer Garantie für ein völliges Desaster an, aber wir schauen hier gerade auf eine Überlebensstrategie von einem Kind. Wir müssen uns das also ungefähr so vorstellen. Ganz am Anfang ist ein Kind ja noch total klein und hilflos und auf die Versorgung der Eltern angewiesen. Damit die Eltern das Kind auch versorgen, sollten sie es idealerweise auch lieben, sonst könnten sie es ja jederzeit verlassen. Und das wäre für das Kind dann das Todesurteil. Dann aber zu erkennen, dass diese Eltern es übers Herz bringen, das Kind zu strafen, vielleicht zu schlagen, zu schikanieren oder ihm sonstige Gemeinheiten anzutun, das weckt in diesem Kind einen schrecklichen Verdacht, nämlich die lieben mich gar nicht. Das Gefühl, was hier wachgerufen wird, ist Angst. Was ist, wenn die mich auf einmal nicht mehr wollen und verlassen? Ich weiß, nüchtern betrachtet ist dieses Szenario nicht besonders wahrscheinlich, aber wir müssen ja auch aus der Perspektive eines kleinen Kindes denken. Die Identifikation mit dem Aggressor ist gegen diese Horrorsituation gewissermaßen der letzte Rettungsanker. Es nimmt also völlig unhinterfragt alles an, was die Eltern für gut und richtig halten und spiegelt diese Dinge den Eltern zurück, sodass diese sich darin wiedererkennen und milde Lächeln zu dem Kind halten. Also das Kind spiegelt praktisch die Wünsche und Ideale der Eltern. Eigentlich sollte es ja andersrum sein, dass die Eltern das Kind spiegeln, weswegen diese Rollenumkehr, die da stattfindet, auch Parentifizierung genannt wird, aber das hatte ich im letzten Video ja schon mal erwähnt. Gewissermaßen sorgt die Identifikation mit dem Aggressor dafür, dass das Kind keine Angst mehr haben muss, von den Eltern verlassen zu werden, weil es gibt ihnen ja schlichtweg keinen Grund mehr dafür. Die Angst, die ja ursprünglich dafür gesorgt hat, dass das Kind sich mit dem Aggressor identifiziert, ist aber damit natürlich nicht weg. Sie ist nur abgewehrt und das habe ich ja auch schon mal im ersten Teil meiner Videoanalyse erzählt. Solche abgewehrten Ängste, die sind erstmal nur irgendwo außerhalb der Reichweite, könnten aber auf die eine oder andere Weise wieder ans Tageslicht kommen, beispielsweise in Form von so einer unguten Beklemmung in Bezug auf die ganze Welt, so auf die Art, die Welt ist ein unwirtlicher Ort und unsere Zukunft sieht düster aus, oder sie kann in Form von allen möglichen verschiedenen Phobien auftauchen, wie Sozialphobie oder Spinnenphobie, das kennt man ja vielleicht auch, oder sie kann sich auch nach innen richten und dann zum Beispiel in Form von Zwängen wieder auftauchen. Irgendwann so im Alter von 8 oder 9 oder so fing das bei mir an, dass ich Angstzustände entwickelt habe. Ich hatte dann plötzlich das Gefühl, nicht mehr alleine im Raum zu sein. Irgendetwas war da auch im Raum, und zwar irgendetwas Böses, was sich an mich herangepirscht hat und was jeden Moment zuschnappen könnte. Und angefangen hat das, meine erste Angstfantasie war ein gewaltiger, ausgestreckter Zeigefinger, der sich zwischen Wohnzimmer, Schrank und Wand so aus der Dunkelheit so herausgeschoben hat, ganz langsam. Ein ausgestreckter Zeigefinger, wie wenn jemand einem anderen Menschen symbolisieren wollte, du bist schuld. Dazu gesellte sich auch bald noch so ein glühendes, böses Auge hinzu, von dem ich mich aus finsteren Zimmerecken beobachtet fühlte, vor allem so nachts oder wenn ich alleine war.
Und andere Horrorvorstellungen kamen später auch noch hinzu, irgendwie Hände, die nach mir gegriffen haben und Fantasien, die die Grenze zwischen Leben und Tod verwischt haben, also Gegenstände, tote Dinge also, erwachten zum Leben und ich wurde währenddessen zu den Toten gezerrt und solche Dinge. Und solche Fantasien hatte ich bis ins Erwachsenenalter, mehr oder weniger stark manchmal. Und erst seitdem ich mich damit beschäftigt habe, was diese Fantasien eigentlich bedeuten, erst seitdem ist es weniger geworden. Ein anderes Gefühl wird durch die Misshandlungen auch hervorgerufen, allerdings durch die Identifikation mit dem Aggressor bekommt dieses Gefühl regelrecht Hausverbot. Die Rede ist nämlich von Wut. Wut nämlich auf diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, wie man mit dem Kind umgeht. Dass es nach völligem Belieben gebogen und gebrochen wird, dass es anscheinend nur dazu da ist, um andere Leute, Erwachsene nämlich, glücklich zu machen und zufriedenzustellen und ihren Erwartungen zu entsprechen, aber selbst wird es links liegen gelassen, sobald es mal irgendetwas aus eigenem Antrieb macht. Sobald es nämlich mal nicht den Erwartungen entspricht, wird es auf einmal nicht mehr akzeptiert. Wut auch darauf, dass es überhaupt nicht weiß, wie es sich dagegen wehren soll. Wut ist ja schließlich auch eine Reaktion auf Ohnmacht. Die Wut richtet sich dabei original eigentlich gegen die Verursacher des Leides, also die Eltern oder eben das soziale Umfeld, was das Kind so behandelt. Das sind aber ausgerechnet diejenigen, die durch ihre Erziehung die volle Loyalität des Kindes gewonnen haben. Und es sind auch genau diejenigen, die das Kind vielleicht verlassen könnten, wenn es ihnen nicht gehorcht. Oh. Das heißt, wenn das Kind diese Wut auslebt, dann könnte es dafür verlassen werden. Na, das darf natürlich auf gar keinen Fall passieren. Damit schlägt mal wieder die Stunde der Abwehrmechanismen. Mit ihrer Hilfe kann diese Wut also irgendwie abgewehrt werden. Und das funktioniert sogar erstaunlich gut. Wenn ich nämlich zum Beispiel von früher erzähle, dann grundsätzlich immer total gleichmütig, als ob mich das alles überhaupt nicht direkt betreffen würde. Affektisolation. Alternativ kleide ich meine Geschichten humorös aus oder schlage so einen leichtfüßigen Ton an. Verleugnung. Wenn ich also meine eigene Kindheit zusammenfassen sollte, dann bin ich ehrlich davon überzeugt, dass ich eigentlich gar nichts Schlimmes erlebt habe und deswegen muss ich auch meine eigene Geschichte irgendwie pädagogisch verpacken und hier in einer Art Videoform übermitteln, weil dann kann ich so schöne Sätze sagen wie, ja, dieses und jenes, das kann Kinder verletzen. Andere Kinder, mich nicht und schon hat das Ganze mit mir nichts mehr zu tun. Seht ihr, so einfach geht das. Das ist übrigens Intellektualisierung. Ein weiterer Abwehrmechanismus ist sogar speziell für Wut gedacht und er nimmt diese Wut und richtet sie einfach gegen sich selbst. Also da gibt es eigentlich gar nichts zu lachen. Autoaggression zieht tatsächlich die Wut, die jemand auf jemand anderen hat, auf sich selbst. Und das ist eigentlich eine logische Fortfolge von der Identifikation mit dem Aggressor, weil das Kind identifiziert sich ja bereits mit den Erziehungsidealen der eigenen Eltern und ja, weil es diese Erziehungsideale ja schon als gut und richtig anerkannt hat, wofür also die Eltern das Kind bestraft und abgelehnt haben, dafür kann sich das Kind später auch selbst strafen und ablehnen. Das eigene Über-Ich wird sozusagen mit den Überzeugungen der Eltern gefüttert und übernimmt irgendwann den Job der Eltern in ihrer Abwesenheit. Diese hochanspruchsvolle Stimme im eigenen Hinterkopf, die das eigene Handeln immer besonders negativ kommentiert, die wird ja auch innerer Kritiker genannt. Wobei ich ehrlich gesagt diese Bezeichnung für einen Euphemismus halte, weil diese Stimme kritisiert nicht einfach nur, vielleicht sogar noch konstruktiv. Nee, diese Stimme ätzt und verurteilt aufs Destruktivste. Das ist so eine Art von Erniedrigung, die Menschen dazu bringen kann, sich selbst etwas anzutun oder sich selbst gehen zu lassen, sich aufzugeben und ja, sich zu bestrafen. Also auch schon als Kind kann ich mich erinnern, wenn ich irgendwas nicht hinbekommen habe, dann habe ich mich zur Strafe beleidigt, gekratzt, geschlagen
und solche Dinge. Die Wut kann sich aber auch nach außen richten, allgemein beispielsweise auf Menschen oder auf die Welt insgesamt. Sie kann die Welt als einen gefährlichen, boshaften Ort erscheinen lassen oder auch Menschen als fiese Kreaturen. Besonders gut lässt sich diese Wut auf Menschen richten, die auch in irgendeiner Art und Weise versagt haben. Vielleicht sogar in genau den Dingen, in denen man selbst sich auch schwer tut. Das kennt man ja auch. Man kann Menschen besonders gut für Dinge verachten, die man an sich selbst auch nicht mag. Oder noch schlimmer, andere Menschen stellen sich in einer ganz wichtigen Sache sogar noch schlechter an als man selbst. Hier kommen diese Rangfolgen von vorhin wieder ins Spiel. Wenn eine andere Person in einer ganz wichtigen Tugend phänomenal verkackt hat, dann ist das wieder wie eine Rangfolge. Diejenigen, die sich gut geschlagen haben, die stehen dann oben und diese Person, die versagt hat, steht unten. Und die kann sich jetzt von denen über sich vorhalten lassen, dass sie an sich arbeiten muss, um ihre eigene Schlechtigkeit wegzubekommen, um besser zu werden. Dabei entlädt sich auf diese Person, die jetzt in der Rangfolge unten steht, von den Oberen ein regelrechter Hass. Also die können so regelrecht ihren Hass auf diese Person loslassen, nur weil diese Person halt in dieser einen Sache versagt hat. Und was das jetzt ist, das kann völlig unterschiedlich sein, je nachdem, wie das eigene Über-Ich halt so dressiert worden ist, welche Ideale die eigenen Eltern halt so bei der Erziehung hochgehalten haben. Es kann sein, dass diese Person die Grundregeln von Höflichkeit und Sauberkeit und Ordnung missachtet hat oder vielleicht auch irgendeine völlig inakzeptable politische Einstellung hat. Und dabei ist auch völlig egal, ob diese Person auch tatsächlich diese Regeln missachtet hat oder ob das vielleicht auch nur aus der eigenen Perspektive so aussieht. Das können also hier auch noch andere Abwehrmechanismen wie zum Beispiel Projektion im Spiel sein. Der Hass, der sich auf diese Personen dann richtet, ist in jedem Fall bodenlos und endgültig. Wenn zum Beispiel Menschen für Triebtäter die Todesstrafe fordern oder mit Fantasien spielen, ihnen die Schwänze abzuschneiden und solcherlei Ideen, dann sind das geballte Aggressionen, die einfach grünes Licht vom Über-Ich bekommen haben, weil es um die Zielperson ja anscheinend nicht schade ist. Die hat ja sowieso verkackt, also kann man auch mal ein bisschen oben draufhauen und dann gibt die Aggression einfach nur Vollgas bis unten durch. Extremismus in verschiedenen Varianten und Geschmacksrichtungen tut im Kern ja auch genauso etwas. Er gibt ein Ziel vor, ein Mensch oder eine Menschengruppe, die aus diesen und jenen Gründen versagt hat und schlecht ist und deswegen verdient hat, runtergemacht zu werden. Und auf dieses Ziel kann sich dann der geballte Hass entladen, weil um diese Menschen ist es ja dann auch nicht schade. Und gleichzeitig spendiert der Extremismus eben auch noch das angenehme Gefühl, selbst besser oder reiner zu sein. Zu welcher extremistischen Gruppe eine Person sich dann noch zugehörig zählt, ist vor dem Hintergrund nur noch eine Frage, welche Erziehungsideale sie halt so mitbekommen hat. Also plump gesagt, was so der persönliche Geschmack des eigenen Über-Ichs ist. Aber Extremismus ist natürlich noch viel mehr als das, ne? Also es lässt sich jetzt nicht alles auf diese Weise erklären, aber ich gehe mal davon aus, dass meine Erklärung zumindest auch eine Rolle spielt, wie anfällig man überhaupt für Extremismus ist. Ich bin und war schließlich selbst auch einigermaßen politisch interessiert und dabei habe ich auch die ein oder anderen verstörenden Konversationen beobachten müssen, wo wahnsinnig viel Entmenschlichung stattfand, übrigens von verschiedenen Seiten jetzt, nicht nur in eine Richtung. Und irgendwann hatte ich den Eindruck, alles führte darauf zurück, dass die Menschen auf der Gegenseite in einer ganz zentralen, fundamentalen Sache so dermaßen verkackt hatten, dass sie als böse und verabscheuenswürdig angesehen werden konnten und sie praktisch ihre Menschlichkeit damit verwirkt hatten. Es war dann überhaupt nicht mehr schade um sie, auf die konnte man auch volle Kanone feuern. Also die Abscheu auf diese Menschen verkleidete sich damit praktisch im Gewand des gerechten Zornes. Ja, und das waren jetzt mal so ein paar Affekte eingestreut, die sich mit Hilfe der Identifikation mit dem Aggressor irgendwie im Zaum halten lassen. Es gibt aber auch andere Affekte, die werden dadurch eher noch verstärkt. Wie ich ja eben gerade erzählt habe, wurde ich ja dazu erzogen, die Anforderungen und Erwartungen meiner Eltern stets zu erfüllen.
Wenn ich darin irgendwie versagt habe, wurde mir das auf nicht sehr subtile Art und Weise mitgeteilt. Wenn ich zum Beispiel etwas nicht gemacht habe, was sie mir aufgetragen haben, dann wurde mir immer vorgeworfen, dass ich ja mich mehr mit lustigen und schönen Sachen beschäftigen würde und meine Pflichten vernachlässigen würde. Wenn ich allerdings etwas nicht gemacht habe, was sie mir auch gar nicht aufgetragen haben, da gingen sie eher so über die Schiene, naja, das machen wir immer so und das musst du ja inzwischen mal mitgekriegt haben und stell dich doch mal nicht dümmer an, als du bist. Im letzten Video habe ich ja beispielsweise davon erzählt, dass ich einmal den ganzen Vormittag draußen gespielt habe, obwohl sich für den Nachmittag meine Großeltern zu Besuch angekündigt hatten und meine Eltern im Haus da schon alles vorbereitet hatten. Aber ich habe ihnen nicht geholfen, sondern ich habe halt draußen gespielt. Und als ich dann wieder reinkam, da hing drin der Familiensegen schief. Und ich habe den ganzen Nachmittag andauernd nur irgendwelche blöden Kommentare bekommen und wurde angeschnauzt. Und meine Mutter hat dann auch andauernd solche Sätze gesagt wie, ja, und mach doch weiter so. So als ob jetzt mein ganzes Leben so auf Abstieg programmiert wäre, nur weil ich einmal was nicht richtig gemacht habe. Und wenn sowas passiert ist, da habe ich halt immer ganz schuldbewusst den Kopf eingezogen und ja, gelobte halt das nächste Mal es besser zu machen. Manchmal habe ich mich auch regelrecht geschämt für meine Selbstsucht oder für meine Unfähigkeit. Also in jedem Fall musste ich einsehen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe oder dass ich irgendetwas Schlechtes getan habe. Und für schlechte Sachen konnte ich ja abgelehnt werden, also sollte ich in Zukunft diese schlechten Sachen bitte sein lassen und nur noch die guten Sachen machen. Um es also das nächste Mal besser zu machen, habe ich mir wie so eine gedankliche Liste angelegt, auf der einfach alles drauf stand, was ich beachten muss, um richtig zu sein. Oder auch, was ich halt vermeiden muss, weil die falsch sind oder sowas. Wann immer ich also irgendwas gemacht habe oder irgendeine Regung von mir gegeben habe, habe ich das vorher mit der Liste abgeglichen. Darf ich das? Geht das? Oder widerspricht das irgendwelchen Punkten auf meiner Liste? Das funktioniert, solange die Liste noch relativ klein und übersichtlich ist, aber irgendwann, wenn man älter wird und mehr Fähigkeiten hat und andere Menschen das auch mitkriegen und von mir auch einfach mehr erwarten, dann wird die Liste auch einfach immer länger. Und mit der Liste wachsen auch die möglichen Fehltritte, die ich machen kann, wenn ich gegen irgendeinen Punkt der Liste verstoße, und für jeden dieser Fehltritte würde ich mich hinterher wieder unendlich schämen. Wann immer mich jemand kritisiert hat oder mir vielleicht einen Verbesserungsvorschlag vorgebracht hat, kam mir das so vor wie ein weiterer Punkt auf dieser ewigen, nicht enden wollenden Liste. Ich habe immerhin irgendwann erkannt, dass es unmöglich ist, diese Liste ständig einzuhalten, und habe schließlich kapituliert. Wenn mir dann also jemand Kritik hervorgebracht hat, dann habe ich entweder mit Resignation reagiert, so in der Art, ja, komm, tu's auf den Haufen der Sachen, in denen ich einfach versagt habe, oder ich habe sogar frustriert reagiert, in der Art, ja, danke schön, dass du mir jetzt noch einen Grund gegeben hast, mich scheiße zu finden. Diese Angst vor dem Versagen und damit vor dem Schlechtsein hat in meinem Fall jedenfalls dazu geführt, dass ich mich für andere Menschen ständig verbogen habe, um es ihnen recht zu machen. Sobald mir eine Person wirklich wichtig war, war es mir auch wichtig, wie diese Person über mich gedacht hat. Wenn es da irgendetwas gab, was diese Person an mir selbst nicht mochte oder ich die Angst hatte, dass sie mich dafür vielleicht ablehnen könnte, genügte das schon, dass ich innegehalten habe und mich selbst nochmal hinterfragt habe. Dann habe ich meine alte Überlebensstrategie von früher wieder rausgekramt und mein Verhalten so geändert, dass ich das zurückgespiegelt habe, was die andere Person in mir sehen wollte. Egal, ob das nun mit mir zusammengepasst hat oder nicht. Also es genügte ein Gedanke von einer Person, die mir wichtig war, und schon habe ich mein ganzes Wesen geändert. Also damit hat die andere Person wahnsinnig viel Macht über mich gehabt, und in gewisser Weise war mir das auch schon bewusst, dass diese Menschen, die ich halt idealisiert habe oder die mir wichtig waren, dass diese Menschen diese Macht haben. Ich wusste halt nur nicht, wie ich mich daraus befreien sollte. Zwangsläufig hieß das ja, je mehr Menschen mir so wichtig waren, mir so viel bedeutet haben, desto mehr Menschen hatten auch diese Macht über mich, indem sie mit ihrer drohenden Ablehnung mich völlig umstricken konnten. Wenn ich also nicht völlig ferngesteuert enden wollte, musste ich irgendetwas dagegen unternehmen, beispielsweise indem ich einfach nicht zulasse,
dass überhaupt so viele Menschen oder überhaupt irgendwelche Menschen mir so nahe kommen, dass sie diese Macht haben. Also das wäre praktisch die Lösung über Distanz, mir also Menschen emotional vom Leib zu halten, sie gar nicht erst an mich heranzulassen. Dann bedeuten sie mir auch nicht so viel und kann auch mich nicht mehr so schnell umkrempeln. Das wäre sozusagen die eine Strategie über die Distanz. Oder die andere Strategie wäre auch, ich sorge dafür, dass die andere Person, die mir so viel bedeutet, dass die auch genauso von mir abhängig ist. Dann ist das Machtverhältnis ja wieder austariert zwischen uns beiden. Beispielsweise, indem die Person finanziell von mir abhängig ist, weil ich der Hauptverdiener bin und sie praktisch ohne mich gar nicht existieren kann. Oder indem sie von mir irgendetwas bekommt, was sie halt auch dringend braucht, irgendwie Hilfe oder Unterstützung oder sozialen Status oder Gott weiß was. Aber das sind jetzt nochmal Dinge, die möchte ich im nächsten Video nochmal besprechen. Ach ja, eine Sache wollte ich noch ansprechen, und zwar im letzten Video habe ich ja von Bindungstypen gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht, es gibt so verschiedene Arten, wie Menschen in neue zwischenmenschliche Beziehungen hineingehen. Die einen sind eher so distanziert und abweisend und die anderen, die hängen sich sehr an andere Menschen ran und klammern da eher etwas mehr. Und ich habe auch erwähnt, dass wir auch mal entgegen unseres eigentlichen Bindungsstils handeln können. Sagen wir mal so, Scham ist genau der richtige Motor, um sowas zu bewerkstelligen. Wenn ich für meine instinktive Reaktion beschämt worden bin, vielleicht auch noch von jemandem, der mir so viel bedeutet, wie vorhin erwähnt, dann halte ich mich von nun an für schlecht, wenn ich weiterhin so handle. Und dann gebe ich mir Mühe, es das nächste Mal besser zu machen. Ich vermute ja, dass es bei mir auch ein Stück weit mit hineinspielt, weil ich weiß, noch als kleineres Kind war ich nicht so ablehnend und distanziert, wie ich es jetzt bin, sondern eigentlich eher im Gegenteil sehr anhänglich, gerade meinen Eltern gegenüber, gerade so in der Kinderkrippenzeit, also so im Alter zwischen 1 und 3 Jahren, da habe ich in der Kinderkrippe tagsüber fast nicht gesprochen. Und erst dann abends, wenn mich meine Mutter abgeholt hat, da habe ich losgelegt wie ein Wasserfall und da wollte ich ihr alles erzählen, was den Tag über so passiert ist. Und alle haben so auf einmal gestaunt, Mensch, du kannst ja sprechen. Aber meine Mutter kam halt von der Arbeit nach Hause und hatte selbst einen langen, anstrengenden Tag hinter sich. Und das ein oder andere Mal hat sie mir schon bedeutet, dass ich ihr jetzt gerade auf den Keks gehe und ich mal meinen Schnabel halten soll, bitte. Da habe ich mich dann geschämt. Da kam ich mir dann dumm und aufdringlich vor. Und ich schätze, das hat mich dann auch dazu gebracht, selbstständiger zu werden, nicht so an den Rockzipfel meiner Eltern zu hängen, so als ob ich davon überzeugt wäre, dass ich Menschen vor mir verschonen müsste, wenn ich nicht will, dass sie von mir weglaufen. Und vielleicht spielt das auch in diese grundsätzliche Haltung hinein, die ich ja schon erwähnt habe, dass ich denke, Menschen lieben mich nur, wenn ich ihnen nichts abverlange. Das war es also zu dem Thema Schuld und Scham. Aber einen anderen Affekt halte ich auch noch für einen stillen, aber konstanten Begleiter der autoritären Erziehung, nämlich Traurigkeit. Weil die Kindheit, die ich im letzten Video beschrieben habe, die ist ja überhaupt nicht mehr sorglos. Die ist ja durchzogen von Manipulation, emotionaler Misshandlung. Die Kinder sind ja ständig in Hab-Acht-Stellung und schon in diesen frühen Jahren lastet ein unglaublicher Druck auf ihnen. Eigentlich wurden sie ja ihrer eigenen Kindheit und ein Stück weit auch ihrer eigenen Lebendigkeit beraubt. Sie wurden ja so darauf gedrillt, jede ihrer Regungen immer erstmal in gut und in schlecht einzuteilen, nur um das Schlechte dann zu unterdrücken und nur noch das Gute zu zeigen. Die wissen ja überhaupt nicht, wie das geht. Sich einfach mitteilen. Völlig ungefiltert. Und dazu kommt auch noch diese entsetzliche Ahnung, völlig allein zu sein. Weil die Erwachsenen haben das Kind ja nie als das gesehen, was es ist, sondern nur als das, was sie in ihm sehen wollten oder was sie von ihm erwartet haben oder verlangt haben. Und das Kind hat sich immer schön danach angepasst, was die Erwachsenen so von ihm verlangt haben.
dass sich jemand mal die Mühe gemacht hat, die Perspektive des Kindes einzunehmen und sich mal zu fragen, warum es denn so handelt, wie es handelt, das kam mir praktisch nicht vor. Auch wenn ich sehr viele negative Sachen so in den letzten Videos erzählt habe, ist ja meine eigene Erinnerung an meine Kindheit auch eine durchweg positive, und ich habe meine Eltern ja auch total abgöttisch geliebt und tue ich auch heute noch, aber so grundsätzlich waren sie auf jeden Fall sehr wichtig für mich. So wichtig, dass sie wie einen Lebensmittelpunkt für mich dargestellt haben. Und ich kann mich noch genau erinnern an eine Situation, da lag ich morgens noch im Bett und habe durchs Fenster das Morgenrot angesehen und meine Eltern waren schon aufgestanden und flitzten so durch die Wohnung. Irgendwann klickte die Tür und sie hatten die Wohnung verlassen, und in dem Moment kam mir ein Gedanke in den Sinn, was wäre, wenn meine Eltern plötzlich sterben würden. Wenn also diese Wohnungstür das letzte Mal geklickt hätte. Das war so unerträglich für mich, dass ich mich auf einmal im Bett hin und her gewälzt habe wie ein Wurm, den man mit einem Spaten halbiert hat. So habe ich mich hin und her gekringelt, und die Idee, dass dieses Morgenrot, was ich gerade durchs Fenster gesehen habe, dass das eigentlich nur die Wolkenringe einer Atombombe waren, die da am Horizont gerade explodiert ist, die kam mir in dem Moment in den Sinn. Das bedeutete also ihr Tod für mich nichts Geringeres als die Auslöschung meiner Welt. Diese bleierne Traurigkeit und diese gottverlassene Einsamkeit, die ich da auf einmal gemerkt habe, das war offensichtlich das, was übrig bleiben würde, wenn mein Familiensystem vom einen zum anderen Tag verschwinden würde. Und ja, das war nicht angenehm, und auf Dauer mit so einem Grundgefühl zu leben, nope, das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Also das muss irgendwie abgewehrt werden, und zwar langfristig, nicht nur kurzfristig. Und ja, da gibt es halt auch verschiedene Strategien. Die kennt ihr sogar schon, falls ihr euch erinnert an die Analyseteile im Video 2. Da habe ich was von überfunktional und von unterfunktional erzählt. Das ist praktisch das, wie man das Endresultat nennt, was am Ende herauskommt. Und heute habt ihr praktisch erfahren, warum jemand überhaupt so ein überfunktionales oder so ein unterfunktionales Erscheinungsbild oder so ein Lebensentwurf überhaupt zeigt und was damit überhaupt erreicht werden soll. Genau, die Dinge, die ich gerade beschrieben habe, die werden damit abgewehrt. Und das eine überfunktional, das sind eben die Leute, die total in den Aktionismus verfallen, die also auf einmal sich in Arbeit stürzen, die Projekte reihenweise an Land ziehen und umsetzen. Das können auch richtig tolle und wirklich gute Projekte sein, das können aber auch völlig sinnlose Dinge sein. Also ein völlig unproduktiver Aktionismus, der einfach nur dazu dient, dass der Kopf irgendwie beschäftigt ist. Das kann halt auch sein. Also es geht halt wirklich darum, dass der Kopf nicht nachdenkt und nicht sich seiner eigenen traurigen Situation bewusst wird. Und bei der entgegengesetzten Strategie ziehen sich die Menschen eher aus der Welt zurück, anstatt sich noch mehr Verantwortung aufzuladen. Man sagt ja dazu auch, die klinken sich aus, und wenn es auch nur kurzfristig ist, beispielsweise durch Konsum, einfach so ein materieller Rausch, indem man sich einfach mit Dingen beschmeißen lässt, die einem zumindest kurzfristig irgendein Gefühl geben, was schön ist. Oder auch Essen, dass man irgendetwas isst, was man gerne mag. Damit lässt sich auch schön diese seltsame Leere im Inneren stopfen. Also nicht die im Bauch, wenn der Magen knurrt, sondern auch diese seelische Leere, von der man nicht richtig weiß, woher die kommt. Auch Drogen sind leider nach wie vor hoch im Kurs. Oder auch so Parallelwelten, Computerspiele, Bücher, Filme, irgend so eine andere Welt, die möglichst nichts mit der realen Welt zu tun hat, in der man also mal vergessen kann, wie die schnöde und scheißige Realität so ist. Man sagt dazu auch Regressionen, wenn Menschen sich irgendwie in so eine Art Kokon einspinnen, indem sie vor der feindlichen und der anspruchsvollen Außenwelt so geschützt sind und abgeschirmt sind und da drin so ihr kleines Reich haben, in dem sie sich mit kurzweiligen Dingen ein schönes, gutes Gefühl geben können.
und ansonsten die Verantwortung abgeben können, zumindest eben für eine Weile. Das ist natürlich alles jetzt nicht grundsätzlich problematisch, ne? Also jemand, der von der Arbeit nach Hause kommt, sich auf die Couch knallt und erstmal eine Stunde überhaupt nichts mehr wissen will von der Außenwelt, der ist überhaupt nicht krank, im Gegenteil, das kann man nur so gut verstehen. Menschen müssen auch mal abschalten, sonst würden sie bei dem heutigen Stress ja völlig durchdrehen. Wenn das eine wichtige Strategie ist, die langzeitig für eine Person überlebenswichtig ist und die sonst total kollabiert, wenn sie das nicht mehr machen kann, dann hat diese Person eine ernsthafte Problematik. Und nur nochmal so als Gedanken, auch wenn ich das nicht weiter vertiefen möchte, wenn Menschen mit Süchten oder mit Essstörungen Probleme haben, dann liegt dahinter immer eine psychische Ursache. Das ist immer eine Bewältigungsstrategie, die der Schmerzabwehr dient. Ich habe es ja auch schon erwähnt, ich selbst bin auch eher so derjenige, der zu diesen unterfunktionalen Mustern neigt. Also gerade so Computerspiele kriegen mich relativ schnell. Gerade zu Beginn meines Studiums bin ich also direkt relativ schnell knietief in so einem Computerspiel drin gewesen und so Fantasiewelten generell in Filmen oder auch so Tagträumereien, das sind auch so eine Langzeitsache, die ich sehr stark hege. Aber ich kenne halt auch die umgekehrte Richtung, also so diesen Aktionismus, dieses Überfunktionale. Also wenn ich ein paar Tage frei habe, dann will ich auch unbedingt irgendwas Produktives machen, sonst habe ich auch Hummeln im Hintern. Also so grundsätzlich kenne ich beide Strategien. Also fassen wir nochmal zusammen. Ich habe euch heute einen weiteren, meiner Meinung nach sehr wichtigen Abwehrmechanismus vorgestellt, nämlich die Identifikation mit dem Aggressor. Dieser kommt sehr früh im Leben eines Menschen zum Einsatz und sorgt dafür, dass die Kinder die Misshandlung, die sie von ihren Eltern oder von ihren Bezugspersonen erfahren, dass sie das als was Gutes und als etwas Richtiges ansehen und sie kommen zu der ernsthaften Überzeugung, dass ihre eigene Kindheit eigentlich völlig normal und okay war. Der Vorteil ist, dass das Kind keine Angst mehr haben muss, von den Eltern verlassen zu werden. Das ist sozusagen der Vorteil dieses Abwehrmechanismus. Aber er fordert von dem Kind andersherum auch, dass es seine Wut auf die Eltern irgendwie runterschluckt. Bloß keine eigenen Anforderungen stellen. Wichtig ist einzig und allein, dass die Eltern zufriedengestellt werden. Mit der Zeit fordert die Manipulation aber doch ihren Tribut. Das Kind hat sich schließlich so daran gewöhnt, sich andauernd nach den Wünschen anderer Menschen zu verbiegen, dass es das im Erwachsenenalter immer noch tut. Das öffnet natürlich Tür und Tor für jegliche Art von Manipulation. Dagegen muss sich der Erwachsene dann schützen, zum Beispiel indem er andere Menschen auf Distanz hält oder sie wiederum in eine Abhängigkeit zu ihm hineinzwingt. Angst und Wut haben nach wie vor Hausverbot bei diesen Menschen, aber diese Gefühle suchen sich doch irgendwelche Ritzen, durch die sie hineinkriechen, um den Erwachsenen zu terrorisieren oder auch seine Mitmenschen. Was bleibt, ist diese unspezifische Traurigkeit und ein Gefühl von Einsamkeit und diese Ahnung, als Mensch eigentlich nie wirklich gesehen worden zu sein, praktisch in der eigenen Welt allein geblieben zu sein, aber unsichtbar für den Rest der Welt. Gegen dieses Gefühl hilft nur eine Gegenstrategie, zum Beispiel geschäftiges Treiben oder irgendwelche Zerstreuungen oder auch vielleicht der komplette Rückzug aus der Welt, ein enttäuschtes Abwenden oder ein Ausklinken, wie man ja auch sagt. Reden ist hingegen auch keine Option, denn dazu sind die inneren Vorgänge schon viel zu weit abgetaucht in die Untiefen des Unbewussten. Und andere Menschen sind auch nicht gerade eine besonders gute Hilfe, weil alles, was die zu sehen bekommen, ist die Maske, die man ihnen zeigt, was sie gerne sehen möchten. Und wer hinterfragt schon etwas, was man gerne sehen möchte? Ach, das ist doch so toll, das lässt man doch so, wie es ist. Also bleiben die Menschen doch allein und versuchen es selbst irgendwie zu regeln. Was wir hier beobachten, sind die Spätfolgen einer Verletzung, die ein Kind zu früh, zu stark erwischt hat und auf die es irgendwie reagiert hat, was sich im Nachhinein und auf lange Sicht irgendwie negativ auswirkt. Es ist am Ende eine Überlebensstrategie, auch wenn das jetzt dramatisch klingt, aber um in einer feindselig gestimmten Umgebung zu überleben, tut das Kind halt alles, auch indem es sich in irgendetwas verwandelt, was die Eltern in ihm unbedingt sehen möchten, auch wenn es in ihm selbst eigentlich ganz anders aussieht, ja, dann trägt es davon vielleicht eine Krankheit davon oder wird unglücklich, aber es lebt noch, Mission erfüllt. Aber das Gute ist,
Auch nach vielen Jahren kann man so eine Verletzung noch behandeln. Das ist vielleicht die einzig positive Nachricht aus dem heutigen Video, aber das möchte ich auch in einem späteren Video nochmal thematisieren. Doch dieser Tag! Okay, damit endet jetzt auch endlich meine theoretische Analyse zu dem Thema. Ihr habt es endlich geschafft. Gratulation, wer hier bis hierhin durchgehalten hat. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass diese Verhaltensweisen und Ansichten namens toxische Maskulinität, dass die nicht einfach nur ein Produkt von bösen Menschen ist, die einfach nur sich scheiße verhalten wollen, weil ihnen einfach gerade danach ist, sondern dass das tatsächlich das Ergebnis von echten Verletzungen sind und diese Verletzungen sind einfach noch nie adressiert worden. Und ich habe halt auch immer noch so ein paar Begriffe dazwischen garniert, damit ihr auch seht, dass das echte Dinge sind, also echte Prozesse, die richtige Namen haben. Ihr könnt nach denen auch suchen, wenn ihr dafür Interesse habt. Also ja, das habe ich mir halt auch nicht alles ausgedacht, sondern das sind halt, solche Dinge passieren halt tatsächlich. Und so funktioniert's beispielsweise. Und ich hoffe, ich konnte da etwas mehr zum Verständnis beitragen. So. Und im nächsten Video will ich nochmal genauer erklären, an welcher Stelle eigentlich jetzt der Sexismus da ins Spiel kommt. Weil ich habe zwar immer von toxischer Maskulinität erzählt, aber ich habe auch immer im nächsten Satz gesagt, dass die Dinge, die da eigentlich für verantwortlich sind, dass die überhaupt nichts mit Geschlechtlichkeit zu tun haben. Also wie kommt denn jetzt die Maskulinität in die toxische Maskulinität? Das werde ich im nächsten Video besprechen und bis dahin verbleibe ich euch aber erstmal mit regressiven Grüßen, euer Kater Schnurz.